Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Proka-Podcast. Ich bin André und freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Proka. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus Ettling und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Bevor wir beginnen, noch kurz zu mir. Ich bin seit dem 1.6. bei Proka im Bereich Marketing, Communication und Branding tätig, mit den Schwerpunkten interne Kommunikation und Employer Branding. Privat reise ich leidenschaftlich gern, bin absoluter Familienmensch und liebe Hunde. Die treuen Zuhörer unter euch werden sich wahrscheinlich wundern, wieso ich euch zum Proka-Podcast begrüße und nicht Lisa wie bisher. Ich kann euch aber beruhigen, der Grund dafür ist ein äußerst schöner, denn Lisa erwartet gerade Nachwuchs. Liebe Lisa, ich wünsche dir auf diesem Weg nochmal von Herzen alles Gute für die spannende Zeit und bin mir sicher, dass du alle Herausforderungen, die da warten, hervorragend meistern wirst. Ja, ich trete also in durchaus große Fußstapfen. Lisa hat den Podcast nicht nur aufgebaut, sondern auch mit sehr viel Leidenschaft betreut. Bin gespannt, was mich erwartet und freue mich jetzt aber auf die Premiere. Nicht nur Premiere bei Proka, sondern generell der erste Podcast, den ich aufnehme. Während ich, wie gesagt, noch recht neu im Unternehmen bin, war mein heutiger Gesprächspartner über 53 Jahre Teil von Proka, was ich wirklich unglaublich finde. Und bin sehr gespannt, was er alles zu erzählen hat. Wir versuchen uns kurz zu halten, denn in 53 Jahren hast du sicherlich sehr, sehr viel erlebt. Michael, in diesem Sinne, lass uns starten. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, von mir auch. Mein Name ist Michael Meixner. Ja, es ist wirklich so, 53 Jahre habe ich bei Proka ausgehalten. Ich bin 1971 mit 17 Jahren eingetreten in die Firma, habe da eine Lehre gemacht und zum Elektromechaniker damals hieß es. Die letzten 25 Jahre war ich dann in der Entwicklung. Und innerhalb der Entwicklung habe ich einige Positionen gehabt. Also am Anfang war es eher niedere Frequenzen, die ich gemacht habe. Und etwa bei Halbzeit, also nach 25 Jahren, habe ich mich dann entschlossen, für die höheren Frequenzen zu arbeiten und habe also da dann nochmal 28 Jahre Entwicklung in der Hochfrequenztechnik gemacht. Okay, Dankeschön für die Vorstellung, Michael. Du warst 53 Jahre Teil von Proka, Michael. Eine unvorstellbare Zahl und für mich auch nicht erreichbar. In 53 Jahren wäre ich 93 Jahre alt und werde wahrscheinlich, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, nicht mehr Teil des Unternehmens sein, sondern im Idealfall würde ich meine Rente genießen. Aber Spaß beiseite. Michael, wenn du auf diese Zeit zurückblickst, zum einen, was hat dich ursprünglich zu Proka geführt und all die Jahre gehalten und wie hat sich deine Reise im Unternehmen entwickelt über die Jahre? Ja, als 1971 dann meine Schulzeit endlich beendet war, da hat sich praktisch meine Tüftelleidenschaft konnte ich dann verwirklichen. Und zwar dadurch, dass ich bei der Firma Brucker, die nur wenige Kilometer von meinem Heimatort entfernt ihren Sitz hatte, nämlich in Rheinstetten, da konnte ich also mit dem Fahrrad hinfahren und das hat sich dann also zunächst mal angeboten. Damals habe ich dann auch schon gesehen, die Firma macht eigentlich sehr viel und hat dann entschlossen, ja, das ist also eine zukunftssichere Sache. Ich gehe da hin und habe also dann 1971 mit einer Ausbildung angefangen zum Elektromechaniker. Da ist also, das beinhaltet also elektrische, aber auch mechanische Fähigkeiten. Und nach der Ausbildung habe da dann als ausgebildeter Elektromechaniker dann Einschübe verdrahtet und so weiter. Dann habe ich mich entschlossen, ich will doch mehr. Und auch im Hobby habe ich dann schon wesentlich mehr gemacht. Ich war dann ja Funkamateur, habe da schon viele Sachen selbst gebaut und das wollte ich auch weiterhin machen und wollte auch was entwickeln, selber tüfteln. Deshalb bin ich dann auf die Fachhochschule gegangen, habe da dann den Ingenieur gemacht der Nachrichtentechnik und danach bin ich wieder zu Brucker gekommen, habe dann in einer Abteilung gearbeitet, die gerade dabei war, eine neue Gerätegeneration zu entwickeln. Da kam ich dann gerade recht und da war ich dann auch zu einem großen Teil an der Entwicklung der Hochfrequenztechnik beteiligt. Und das ging dann so weit, dass also ja, es ging über viele Jahre, kann man sagen. Also
das waren fast 18 Jahre, wo ich diesen Job dann gemacht habe, also Hochfrequenzbaugruppen entwickelt. Ich habe mich dann innerhalb der Firma umgeguckt und wusste die ganze Zeit schon, da gibt es noch eine Abteilung, die mit wesentlich höheren Frequenzen arbeitet. Habe mich dort dann mal vorgestellt, gefragt, ob die jemand brauchen könnten und hatte dann tatsächlich Glück. Die hatten Bedarf und so konnte ich dann praktisch Frequenzbereich um Faktor 50 bis 100 oder so nach oben rutschen und hatte so wieder ganz neue Herausforderungen, weil zu den höheren Frequenzen wird es immer komplizierter, irgendwelche Schaltungen zu basteln. Habe mich mit der Entwicklung zwangsweise immer an den Grenzen des Machbaren bewegt, weil es einfach, das ist wie im Sport, wenn einer eine Millisekunde schneller rennt, dann ist er halt der Bessere. Und so ist es bei der Elektronik auch, wenn einer ein Gerät baut, was halt einfach irgendeinen Peak im Spektrum besser zeigt wie ein anderes Gerät, dann ist das Gerät halt besser. Und Brugger wollte immer am besten sein und ich wollte einer von denen sein, die das dann auch hinkriegt, dass Brugger immer besser ist. Und das hat mich dann also praktisch die ganze Zeit hat mir Spaß gemacht. Manche Sachen habe ich auch nicht hingekriegt, habe ich auch gedacht, das müsste doch schaffbar sein. Aber manchmal ist halt die Physik dann doch an ihren Grenzen. Und was natürlich in den ganzen Jahren dazu kommt, die Entwicklung bei den Bauteilen, die war ja so rasant. Als ich angefangen habe, da war also ein Transistor was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Bauteil. Integrierte Schaltkreise gab es da fast überhaupt nicht. Und heutzutage kann man sich komplette Mikrowellenverstärker kaufen. Da braucht man sich eigentlich um fast nichts mehr kümmern, Spannung anschließen und dann geht das Ding. Und das war also früher ganz andere Sache. Und mein Werdegang innerhalb von Brugger, also wirklich von null praktisch bis also in die 100 Gigahertz Bereiche. Also war sehr spannend die ganze Zeit. Ja, danke schön. Ich muss sagen, man spürt wirklich, wie sehr dich diese Zeit geprägt hat und mit wie viel Herzblut du dabei warst. Und ja, passendes Beispiel mit Grenzen und Physik. Ich persönlich stoße bei der Physik relativ schnell an meine Grenzen. Zum Glück ist es auch nicht meine Kernkompetenz hier und ich glaube, da kann man dann ein Auge zudrücken. Aber weiter in unserem Gespräch und stetig ist nur der Wandel, sagt man so schön. Und das gilt natürlich auch in allen Facetten des Lebens und dementsprechend auch für den beruflichen Kontext. Daher, Michael, würde mich interessieren, welche Veränderungen hast du bei Brugger erlebt in deiner Zeit und wie haben diese Veränderungen sich auch auf deine Rolle ausgewirkt? Gab es dabei große Herausforderungen? Ja, das gab es auf jeden Fall. Aber zum ersten Teil deiner Frage, also die großen Veränderungen waren eigentlich für mich hauptsächlich räumlicher Natur, weil Brugger ist in diesen vielen Jahren gewachsen und gewachsen. Und was besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass praktisch am letzten Arbeitstag ich den gleichen Stuhl, also die gleiche Position des Stuhls in Rheinstetten hatte wie an meinem ersten Arbeitstag. Und das war fast auf den Tag genau nach 50 Jahren. Also das war dann schon, schon ein besonderer Moment für mich. Wirklich ein lustiger Zufall, muss man sagen. Ja, ja. Und ja, ansonsten mein mein Werdegang bei Brugger war natürlich, äh, dass zunächst mal die Ausbildung war natürlich ein Teil, dann der nächste Schritt, dann der Übergang zur Gesellenzeit. Ähm, Die größte Herausforderung in der Zeit war praktisch der Übergang, den ich selbst gewählt hatte, als ich gewechselt habe von den tieferen Frequenzen bis 500 Megahertz dann in die ESR zu den Gigahertz bis fast 100 Gigahertz. Das war eigentlich die größte Herausforderung für mich und da hat es dann schon ein bisschen gebraucht, bis ich mich da wirklich eingearbeitet habe, denn bei den hohen Frequenzen braucht man extrem viel Erfahrung und die Erfahrungen, die ich in den Jahren vorher gemacht habe, die haben dann nur als Grundlage gedient, aber ich musste da auch weiter viel dazulernen. Und das war aber auch das, was mir da dann wirklich Spaß gemacht hat. Und da bin ich auch der Firma dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat. Damals war diese Gruppe war relativ groß, da waren viele gestandene Physiker in dieser Gruppe. Und da habe ich also ganz viel dazugelernt. Und die haben mich dann im Endeffekt auch so weit gebracht, wie ich dann im Endeffekt auch gekommen bin, dass ich also wirklich dann selbstständig auch die diffizilsten Mikrowellenschaltungen entwickeln konnte.
Also aus meiner Sicht ist es wirklich essentiell, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden vertrauen, auch einen Vertrauensvorschuss schenken. Ich glaube, so wird die persönliche, aber auch die fachliche Weiterentwicklung wirklich ermöglicht von Mitarbeitenden und letztendlich profitieren dann beide Seiten davon. Und natürlich auch immer wichtig, nicht nur im Berufskontext, sondern auch generell im Leben, sich ja auch an veränderte Situationen anzupassen, sich auf neue Herausforderungen einzustellen, gewissermaßen ein Chamäleon sein, um sich an neue Situationen anpassen zu können. Michael, mich würde interessieren, was dich täglich bei deiner Arbeit bei Poker inspiriert hat und auch was sich über all die Jahre hier im Unternehmen gehalten hat. Also ich habe schon in den frühen Jahren meiner Schulausbildung habe ich immer schon gerne was ausgetüftelt. Am Anfang war es Richtung Modellbau, später kam dann Elektroniktüfteln und habe da täglich dann Herausforderungen gehabt und das hat sich eigentlich die ganzen Jahre dann weitergezogen durch mein ganzes Leben, dass ich einfach Spaß dran habe, irgendwelche Sachen selbst zu bauen, selbst auszuprobieren, selbst auszutüfteln. Hat mir täglich Freude gemacht bei der Arbeit. Und ich denke, das war das, was mich auch die ganze Zeit, die 53 Jahre hier bei Brugger gehalten hat, weil ich wurde da auch immer unterstützt in meinem Tun. Das war also eine schöne Zeit auf jeden Fall. Leidenschaft darf natürlich auch im Beruf nicht fehlen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ja, auch schön, wenn man seine Leidenschaft im Beruf gefunden hat, denn heutzutage hat man ja so viele Möglichkeiten und es ist nicht immer ganz einfach, dann wirklich sein Herzprojekt herauszufinden. Von daher umso schöner, dass du deine Leidenschaft im Beruf anscheinend gefunden hast. Hat sich die Unternehmenskultur in den letzten Jahrzehnten aus deiner Sicht extrem geändert bei Bruker? Sind ähnliche Werte vorhanden wie damals, als du begonnen hast, 1971? Ja, wie würdest du es einschätzen? Ja, natürlich in der langen Zeit, die ich bei Brugger war, hat sich natürlich schon einiges verändert, bedingt durch das Wachstum der Firma. Zunächst, als ich angefangen habe, war die Abteilung, also zumindest innerhalb der normalen Mitarbeiter, die ich um mich hatte oder so, war das eine verschworene Gemeinschaft. Und wir hatten viel Spaß miteinander. Wir hatten auch privat Kontakte untereinander, haben uns öfters mal getroffen zu privaten Aktivitäten. Das hat sich zwangsläufig jetzt, um einen Sprung zu machen, über die ganzen 50 Jahre, natürlich mit dem Wachstum der Firma musste sich das zwangsläufig ändern. Also es ist ein großer Wandel innerhalb der Abteilungen und das ist das, was man dann schon bemerkt. Aber grundsätzlich muss man sagen, also an der Kultur hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Also die Firma achtet weiterhin auf ein gutes Klima und tut alles dafür, dieses gute Klima auch zu bewahren. Kann man also schon sagen. Also in dem Fall an der Kultur selber, an der grundlegenden Kultur hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also das ist weiterhin sehr gut. Ist doch schön zu hören, oder wenn du sagen kannst nach 53 Jahren, dass die Werte ähnliche sind und dass sich ein Unternehmen in 5 Jahrzehnten wandelt, ist, glaube ich, auch normal. Wenn man überlegt, wo die Welt vor 50 Jahren war, vor 53 Jahren, hat sich auch alles grundlegend irgendwo geändert. Also ich persönlich finde es toll, in einem globalen Konzern zu arbeiten und finde es wirklich schön, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich gemeinsam die Welt ein Stück besser zu machen. Bin Fall gespannt, wie die Kultur sich weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich glaube aber auch, dass da wirklich jeder einzelne Mitarbeitende ein To-do, eine Aufgabe hat, nämlich die Kultur selbst zu gestalten, und einen Ort zu kreieren, an dem sich wirklich alle wohlfühlen können. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Frage mit Ja beantworten könntest. Und zwar, gab es einen Moment, in dem du besonders stolz warst, Teil von Poker zu sein? Und was hat diesen Moment so besonders gemacht? Ja, diese Momente, die waren eigentlich gar nicht so selten. Man muss dann ein klein bisschen ausholen. Die kamen eigentlich, wenn mich bei meinen Bekannten jemand gefragt hat, ja, was macht denn Brugger eigentlich? Was machst denn du bei Brugger? Und wenn ich dann sagen konnte, ja, Brugger baut zum Beispiel Geräte, mit denen man Honig untersuchen kann, ob da was gepanscht ist oder ob in Olivenöl irgendwas verunreinigtes ist oder ob man bei Raps, wie viel Öl, das man aus einem Becherchen Raps rauspressen kann, das können wir mit unseren Geräten voraussagen.
Und was mich damals fasziniert hat, dass es möglich ist, in Abraumgestein aus einer Diamantenmine vorauszusagen, in welchem Stein ein Diamant ist und in welchem nicht. Das konnten wir mit unseren Geräten, kann man das feststellen. Und mein Stolz an der ganzen Sache war dann eigentlich begründet darin, dass ich mir bewusst war, dass wenn meine Arbeit schlecht gewesen wäre, dann wären auch die Messergebnisse schlecht gewesen. Denn die Komponenten, die ich entwickelt habe, sind Key-Komponenten dieses Systems. Und eine gute Arbeit von mir ergibt gute Ergebnisse und eine schlechte Arbeit von mir hätte schlechte Ergebnisse gegeben. Ja, vielen Dank für die spannende Anekdote. Ich muss zugeben, ich kannte die Geschichte noch nicht. Und ja, wenn du auch sagst, ne, du bist Teil der Wertschöpfungskette oder bist Teil des Systems, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man ja heute stolz sein kann, für ein Unternehmen zu arbeiten. Ein Unternehmen, das dann auch ja, versucht, einen sozialen Mehrwert zu haben. Das ist auch ein Thema, was gerade bei jungen Menschen immer wichtiger wird. Und das ist auch der Übergang von jungen Menschen hinüber zu neuen Mitarbeitenden. Und da würde mich interessieren, was würdest du Menschen raten, die neu bei Proca beginnen? Und gibt es etwas, das du im Rückblick betrachtet gern schon zu Beginn deiner Karriere bei Proca gewusst hättest? Ich werde als neuer Mitarbeiter auch natürlich genau zuhören. Ja, Brugger hat ein riesiges Betätigungsfeld und bietet viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln oder sich zu verändern. Allerdings ist es besser, selbst aktiv zu sein oder selbst zu werden und seine beruflichen Veränderungswünsche öfters und aktiv zu kommunizieren, weil also die Firma bietet unendlich viele Möglichkeiten und es wird auch drauf eingegangen. Also bei mir war es zumindest sehr oft so, dass man also auf meine Veränderungswünsche dann auch eingegangen ist. Okay, also eine gewisse Proaktivität schadet nicht aus deiner Sicht, habe ich es richtig verstanden? Genau, genau. Das ist das, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Ich war da vielleicht ein bisschen zu passiv. Ja, danke, dass du da so reflektiert bist. Und ich glaube, es ist vollkommen normal, dass man ja, dass man im Leben erst im Nachhinein bewerten kann, ob man Entscheidungen richtig getroffen hat. Und ja, es gehört nicht nur zum Leben dazu, sondern es bietet aus meiner Sicht auch eine Chance, nämlich die Chance, aus Fehlern zu lernen, dann auch besser zu werden oder besser zu handeln. So, langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende. Und Michael, würdest du, und das ist bestimmt keine einfache Frage, aber würdest du rückblickend nochmal denselben Weg gehen bei Poker? Natürlich ist es leicht, hinterher zu sagen, ja, das oder jenes hätte man vielleicht anders machen müssen. Die Konsequenzen daraus kann man aber jetzt nicht mehr erahnen, noch nicht mal. Von daher gesehen, im Großen und Ganzen war mein Weg bei Brugger eigentlich relativ geradlinig und ich war zufrieden die ganze Zeit. Ich wurde äh, mit meinen Wünschen unterstützt. Ich habe die Herausforderungen gefunden, die ich wollte. Und also im Endeffekt kann ich sagen, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich es wahrscheinlich also fast genauso machen, wie ich es jetzt erlebt habe, über die ganze Zeit. Also für mich war die Zeit eine schöne Zeit im Rückblick und da gibt es eigentlich gar nichts groß rum zu kritisieren. Ja, klingt sehr, sehr positiv. Dass in 53 Jahren nicht alles perfekt war und nicht alles optimal geklappt hat, ist absolut nachvollziehbar, da muss man auch ehrlich sein. Aber entscheidend aus meiner Sicht, dass wirklich die positiven Aspekte, Erlebnisse und Erfahrungen, ja, überwiegen. Ist natürlich schön, wenn man rückblickend sagen kann, dass man mit einem lachenden Auge rausgeht, idealerweise auch mit 2. Ja, es war eigentlich gar nicht so großes lachendes Auge eigentlich. Also von mir aus hätte ich auch noch länger machen können. So, Michael, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für deine Offenheit, für deine zahlreichen Anekdoten und deinen Blick auf über 5 Jahrzehnte bei Poker. Wahnsinn, wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer heute etwas mitnehmen. Vielleicht Inspiration, ein Lächeln oder vielleicht sogar ein bisschen Stolz, Teil des Unternehmens zu sein oder es vielleicht auch bald zu werden.
Aber jetzt muss ich dir doch noch zum Abschluss eine kurze Frage stellen. Was machst du denn mit deiner neu gewonnenen Zeit als Rentner? Ja, da gibt's natürlich einiges, aber zwangsläufig habe ich am Anfang schon erwähnt, dass ich dann in der Hochfrequenztechnik verwurzelt bin und habe dann auch am Ende meiner Ausbildung bei meiner Lehre hier bei Brugger dann die Amateurfunklizenz gemacht. Und von daher gesehen ist bei mir also auch der Lötkolben fast täglich warm. Und ansonsten, es muss aber nicht immer nur Elektronik sein. Also ich fahre auch sehr gerne Rad. Äh, Ich bin auch dieses Jahr nochmal tauchen gewesen, was ich auch sehr gerne mache und mache dann unter Wasser Fotos. Und ja, ein Hobby, was eigentlich ein bisschen schlummert, ist Angeln und Radfahren mache ich auch fast, ja, wenn's Wetter einigermaßen ist. Also es gibt ganz viele Sachen. Dann im Haus ist auch immer was zu tun. Ein kleiner Garten haben wir auch. Also es wird mir nicht wirklich langweilig und eigentlich war die ganze Zeit für mich kein Problem, morgens um 6 aufzustehen. Inzwischen erwische ich mich immer wieder, dass es manchmal dann morgens doch 8 Uhr wird und so und das wäre früher gar nicht gegangen. Also von daher gesehen ein bisschen mehr schlafen und ein bisschen relaxter den Tag angehen, das ist auf jeden Fall was ich jetzt die ganze Zeit mache. Ich würde sagen, den Luxus hast du dir nach 53 Jahren bei Brugger mehr als verdient und auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man Beschäftigung hat, dass man ja seine Zeit irgendwie sinnvoll investiert und Dinge macht und wer ruht, der rostet, wie es so schön heißt. Von daher, aber so habe ich dich nicht kennengelernt. Michael, ich bedanke mich herzlich dafür, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr interessant und auch einfach ein passendes Thema. Ich, wie gesagt, seit 2 Monaten da. Du warst 53 Jahre da, die ich, wie vorhin schon erwähnt, nicht schaffen werde. Aber ich fand es sehr, sehr interessant zu hören, wie das Unternehmen sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, was du alles erlebt hast, auch dein Werdegang. Sehr beeindruckend einfach. Ne? Wie habe ich als Ausbilder angefangen, als Geselle, dann nach dem Studium wieder hergekommen und sich dann beständig weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und fand ich sehr, sehr spannend. Von daher danke, dass du die Geschichte nicht nur mit mir geteilt hast, sondern auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Bleib vor allen Dingen gesund und gerne noch Abschlussworte deinerseits, wenn du möchtest. Ja, gerne würde ich mich auch noch bedanken, dass ich ja die Möglichkeit bekommen habe, meinen Lebensweg hier, also zumindest den Brugger Lebensweg hier darzustellen und vielleicht kriegt der eine oder andere von den neu anfangenden Mitarbeitern Lust, auch so einen ähnlichen Lebensweg zu beschreiten. Und also vielleicht findet er auch dann den Spaß, den ich hier gefunden habe. Also vielen Dank für diese Möglichkeit, mich hier zu präsentieren. Michael, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir nur das Beste und an die Zuhörer, lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.